Hi, ich bin der Erik, ich bin Ramp Agent beim DHL Hub Leipzig. Ich habe heute die Möglichkeit bekommen, euch eine Nacht lang mit zur Arbeit zu nehmen und euch meine Tätigkeit als Ramp Agent hautnah zeigen zu dürfen. So, wir gehen jetzt in die wohlverdiente Pause. Wir verbringen unsere Pause immer zusammen im Pausenshelter, hier bei uns auf Alpha Süd, zusammen mit der Gruppe. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl in diesen Sheltern gesorgt. Ein kleiner Snackautomat und ein Kaffeeautomat. Für uns als Mitarbeiter alle Getränke kostenlos. Also, da fehlt es an nichts. Und da sollte auch jeder was finden. Hier ist ein typisches Supervisor-Büro, ausgestattet mit Computern und unsere Unterlagen. Und hier hätten wir dann noch einen klassischen Pausenshelter, in dem ihr eure Pause verbringen könnt. So, wir haben es jetzt 3 Uhr morgens, die Outbound-Phase hat begonnen oder ist schon mittendrin. Ich befinde mich jetzt wieder im Maindeck eines Airbus A321. Dieser soll in knapp 30 Minuten nach Linz rausgehen. Der untere Frachtraum ist schon beladen. Ich stehe hier oben mit meinem Highloader parat, damit meine Kollegen, sobald sie unten fertig sind, gleich hochkommen können, um das Maindeck zu beladen. Highloader dürft ihr fahren, nachdem ihr eure Ramp Agent 2 Ausbildung gemacht habt. Dies ist nochmal mit einer theoretischen und einer praktischen Ausbildung verbunden, wie bei der Ramp Agent 1 Ausbildung. Ich muss den Highloader so präzise wie möglich an die Maschine ranfahren und so nah wie möglich, damit meine Kollegen nicht zwischenfallen können. Und ich muss genau so stehen, dass der letzte Container, wenn diese Loks oben sind, der und die Reihen genau hier reinfahren kann. So, wir befinden uns jetzt in der Galley eines Airbus A300. Die Galley ist praktisch wie ein kleiner Kabinenraum. Ihr seht, sind hier ein paar Sitze. Wir gucken mal nach vorne ins Cockpit. Und hier hinter diesem Netz befindet sich dann der eigentliche Frachtraum. So, wir befinden uns jetzt hier in dem Lower Deck eines Airbus A300. Wir werden diese Maschine jetzt beladen. Die erste Palette ist schon drin. Das ist der untere Frachtbereich dieses Flugzeuges. Über uns befindet sich das Main Deck. Hier unten ist das sogenannte Lower Deck. Und hier werden jetzt insgesamt 4 Einheiten verladen. Also immer Paletten oder Container mit Fracht. Wie ihr jetzt gerade sehen könnt, kommt schon die nächste Palette reingefahren. Mein Kollege da vorne im Hintergrund schreibt die Palette auf und das jeweilige Gewicht. Und ich habe hier meinen Ladeplan und kontrolliere, ob das alles so stimmt. Und wenn alles passt, wird die Palette mittels des Systems, welches mein Kollege vorne am Highloader bedient, nach hinten gefahren. So, nachdem wir jetzt das vordere Lower Deck geladen haben, fangen wir auf dem Main Deck an. Die ersten Container sind drin. Im Hintergrund sieht man unsere 3 Center-Positionen.
Center, weil diese mittig im Flugzeug stehen. Und hinter mir befinden sich unsere ersten 2 Container, die auf der linken Seite in Flugrichtung stehen. Diese dienen als Konter, um das Flugzeug weiterhin vorne mit Gewicht zu belasten. Und jetzt werden wir hier die rechte Seite komplett vollladen und danach geht es dann mit der linken Seite weiter. So, ich nehme euch jetzt mal mit beim Headset. Als allererstes muss ich meinen Rundgang machen. Und da überprüfe ich, ob alle Türen und Klappen an diesem Flugzeug, die wir benutzt haben, geschlossen sind. Überprüfe nochmal sichtbare Beschädigungen. Gehe eine Runde durchs Flugzeug rum. Gucke auch mal ins Triebwerk, ob alles in Ordnung ist. Eine Runde ums Fahrwerk. Ob hier noch irgendwas rumliegen könnte. Dann gucken wir uns die hintere Belly-Tür an. Auch hier ist alles geschlossen. Gucken nochmal, ob hier irgendwelche Sachen im Hintergrund rumliegen, die man noch wegräumen könnte. Genau dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Auf der Seite befinden sich keine Belly-Türen, sondern bloß vorne die Main-Deck-Tür. Auch hier gehen wir nochmal ums Fahrwerk drumherum. Gucken nochmal ins Triebwerk rein. Und dann zum Schluss gucken wir uns bloß noch die Main-Deck-Tür an, die ist auch schon geschlossen. Und dann warten wir aufs Pushback und dann kann es losgehen. Um euch dann mal zu zeigen, wie das dann von oben aussieht. Wenn Tanker, Highloader und Fracht an der Maschine stehen, ist es ordentlich voll. Wieder dort angekommen, wo ich gestern Abend gestartet bin, verabschiede ich mich in den wohlverdienten Feierabend. Ich hoffe, euch haben die Einblicke hinter die Kulissen meiner Tätigkeit als Ramp Agent gefallen. Falls ich dein Interesse geweckt habe und du möchtest auch Ramp Agent werden, dann bewirb dich doch auf anpacken-dll.de und vielleicht sieht man sich demnächst draußen auf der Rampe.